Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Ich hoffe, ihr habt wirklich ein Interesse für das Alltagsleben im Land. In diesem Video seht ihr wieder meine Straßenbahnfahrt in der Stadt mit der Linie 1. Am kommenden Wochenende feiert die Stadt Irkutsk das 365-jährige Jubiläum. Es werden einige Veranstaltungen in der Stadt geben. Ich weiß noch nicht, ob ich sie besuchen will. Eigentlich vermeide ich solche Veranstaltungen, wo viele Menschen unterwegs sind. Ich mag die großen Menschenmassen nicht so sehr. Dabei kann man sich kaum entspannen. Mal schauen, welches Wetter wir an den Tagen haben. Also bleibt gerne dran, los geht's! Winzige Wohnungen für teures Geld. Russlands gefährlicher Immobilientrend. Mehr als die Hälfte aller Neubauwohnungen in Russland sind heute Einzimmerwohnungen. In den größten Städten des Landes liegt ihr Anteil in einzelnen Wohnkomplexen bereits bei 60-70%. Das erklärte Alexander Aksionenko, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses der Staatsduma für Bauwesen und Wohnungswirtschaft. Die durchschnittliche Wohnfläche neuer Wohnungen ist in den letzten Jahren spürbar gesunken, auf gerade mal 44 bis 45 Quadratmeter. Und Aksionenko macht deutlich, das liegt nicht daran, dass die Russen plötzlich auf kleinem Raum leben wollen. Niemand träumt freiwillig von 25 bis 30 Quadratmetern. Der Grund ist viel einfacher. Bei den aktuellen Quadratmeterpreisen und den hohen Hypothekenzinsen ist die einzige Möglichkeit, eine Wohnung irgendwie erschwinglich zu machen, die Fläche zu reduzieren. Die Menschen kaufen nicht das, was ihre Familie wirklich braucht, sondern das, was sie sich monatlich leisten können. Das hat auch massive Auswirkungen auf die Baubranche selbst. Die Baufirmen müssen sich an die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden anpassen. Wer sich Projekte von vor 10 bis 15 Jahren anschaut, sieht sofort den Unterschied. Damals gab es viel mehr vollwertige Familienwohnungen mit getrennten Zimmern, großen Küchen und ausreichend Stauraum. Heute ist so etwas praktisch nur noch im Business- und Premium-Segment zu finden. Dazu kommt noch der Mietmarkt. Viele Menschen mieten jahrelang, weil sie nicht einmal genug für eine Anzahlung sparen können. Und kleine Wohnungen sind perfekt zum Vermieten. Sie lassen sich leichter an den Mann bringen, die Nachfrage ist konstant hoch und der Gesamtpreis bleibt überschaubar. Ergebnis? Kleine Wohnungen sind zu einem Massenprodukt auf dem Immobilienmarkt geworden. Leicht zu verkaufen, leicht zu kaufen und leicht zu vermieten. Langfristig könnte sich das aber zu einem echten sozialen Problem entwickeln. Eine junge Familie kauft eine kleine Wohnung, weil es die einzig erschwingliche Option ist. Ein paar Jahre später kommt ein Kind. Die Bedürfnisse ändern sich. Jemand braucht einen Platz zum Arbeiten oder Lernen. Und plötzlich reicht der Platz hinten und vorne nicht mehr. Dann sind die Menschen gezwungen, erneut auf den Markt zu gehen, ein neues Hypothekendarlehen zu anderen Konditionen aufzunehmen und dabei Renovierung, Umzug, Maklergebühren und Notarkosten zu stemmen. Genau deshalb appelliert Aksionenko, beim Wohnungskauf nicht nur an die aktuelle Monatsrate denken, sondern mindestens 7 bis 10 Jahre vorausplanen. Laut dem Abgeordneten geht es hier nicht nur um Quadratmeter, es geht um die Qualität des städtischen Lebens und die demografische Zukunft der Großstädte. Wenn der Markt weiterhin massenhaft Minimalwohnungen produziert, werden Russlands Metropolen in 10 bis 15 Jahren mit einem gravierenden Mangel an echten Familienwohnungen konfrontiert sein. Dazu kommt eine überlastete Infrastruktur und eine spürbar schlechtere Lebensqualität für eine ganze Generation. Immer mehr Großfamilien in Russland. Was steckt dahinter? Die Zahl der Großfamilien in Russland wächst. Das verkündete Präsident Wladimir Putin persönlich. Es ist erfreulich, dass die Zahl solcher kinderreichen Familien zunimmt, so das Staatsoberhaupt. Putin betonte außerdem, dass immer mehr junge Russen sich wünschen, dass in ihren eigenen zukünftigen Familien unbedingt 2, 3, 4 oder mehr Kinder sein sollen.
Zuvor hatte Putin bereits erklärt, dass es kein größeres Glück gäbe als die Elternschaft. Laut dem Präsidenten ist die russische Regierung bestrebt, alle notwendigen Bedingungen dafür zu schaffen, dass es im Land möglichst viele Großfamilien gibt. 15.000 Drohnen pro Tag. Russlands Rüstungsproduktion auf Hochtouren. Russische Hersteller sind in der Lage, täglich mehr als 15.000 FPV-Drohnen zu liefern. Das gab Russlands erster Vizepremierminister Denis Manturov bekannt. Angesichts der hohen Effektivität von Drohnen und ihrer vergleichsweise niedrigen Kosten können heimische Unternehmen bereits heute mehr als 15.000 FPV-Drohnen pro Tag liefern, erklärte er. Manturov erinnerte dabei auch daran, dass im Jahr 2023 diese Menge noch pro Monat produziert wurde. Die Produktion ist also in kurzer Zeit um ein Vielfaches gestiegen. Darüber hinaus betonte der erste Vizepremier, dass auch die Produktion komplexer Aufklärungs- und Angriffssysteme deutlich zugenommen hat. Alle nachgefragten Positionen werden im Rahmen des staatlichen Verteidigungsauftrags fristgerecht geliefert. Russische Psychiater schlagen Alarm. Soldaten an der Front brauchen dringend Rotation. Russische Psychiater empfehlen, die Einsatzdauer von Soldaten an der Front zu begrenzen. Die Experten fordern, dass Militärangehörige mindestens alle 6 Monate ausgewechselt werden. Laut der Zeitung Kommersant sollen diese Empfehlungen einer sogenannten Erschöpfung der Anpassungsressourcen vorbeugen und das Risiko der Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung senken. Die Experten betonen, Soldaten an der Front sollten alle 6 Monate ausgetauscht werden, im besten Fall sogar alle 3 Monate. Bei andauernden aktiven Kampfhandlungen sollte die Ablösung bereits nach 2 Wochen erfolgen. Und wenn eine Einheit schwere Verluste erlitten hat, dann sogar nach wenigen Tagen. Dabei gibt es im russischen Recht keine gesetzlich festgelegten Höchstfristen für den ununterbrochenen Fronteinsatz. Entscheidungen über den Rückzug von Einheiten werden vom Kommando je nach Lage an der Front, verfügbaren Reserven und den Aufgaben im jeweiligen Abschnitt getroffen. Das offizielle Instrument zur Entlastung der Soldaten ist der Urlaub. Mindestens 14 Tage einmal alle 6 Monate ohne Anrechnung der Reisezeit. Zuvor war berichtet worden, dass die Staatsduma für Veteranen der Spezialmilitäroperation einen Urlaub von bis zu 35 Tagen bewilligt hat. Ebola in Uganda. Droht Russland eine Ansteckung? Die Chefin der russischen Gesundheitsbehörde Rospotrebnadzor Anna Popova schätzt das Risiko einer Einschleppung des Ebola-Fiebers nach Russland als minimal ein. Sie betonte, dass die epidemiologische Lage in Russland bei allen Infektionskrankheiten stabil sei. Popova gab außerdem bekannt, dass Mitarbeiter von Rospotrebnadzor bereits seit mehr als einer Woche in Uganda im Einsatz sind, um die Ursachen des Ebola-Ausbruchs zu untersuchen. Die Kollegen vor Ort sehen die Patienten, arbeiten mit dem Probematerial, um herauszufinden, wo und wie es dazu gekommen ist und um auch den kleinsten Hauch einer Komplikation für die Russische Föderation zu verhindern, betonte sie. Massenkontrolle in Irkutsk. 463 Migranten ausgewiesen. In den ersten 4 Monaten des Jahres 2026 haben Mitarbeiter der Migrationsabteilung des Hauptdirektoriums des russischen Innenministeriums für die Region Irkutsk rund 4.000 Maßnahmen zur Bekämpfung von Verstößen gegen das Migrationsrecht durchgeführt. Dabei wurden mehr als 2.500 Verstöße festgestellt. Besonders im Fokus standen die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts von Ausländern in der Region, Fälle von Scheinregistrierungen sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Als Ergebnis der Kontrollen wurden gegen 463 Migranten Bescheide zur administrativen Ausweisung aus Russland erlassen. Weitere 36 Personen wurden zur Deportation vorgemerkt. Zudem wurde gegen 403 Ausländer, die gegen das Gesetz verstoßen hatten, ein Einreiseverbot für Russland verhängt. Also, liebe Freunde,
das war's von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues und Interessantes aus Russland erfahren. Weiter in diesem Video hört ihr den Originalton und die Straßenbahn fährt bis zum Zentralmarkt. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis die Tage. Tschüss.